Hallo und herzlich willkommen auf dem Cruiser YouTube-Kanal. Ich bin Nelson und heute zeige ich euch, wie ihr die optimale Kupplungslösung für euer Fahrrad findet. Grundlegend bieten wir 3 verschiedene Kupplungslösungen an, einmal die Steckachsen, die Vollachsen und die Schnellspanner. In diesem Video wird es konkret um die Steckachsen gehen. Wenn euch die anderen beiden Themen interessieren, haben wir hier oben für euch 2 Videos dazu verlinkt. Kommen wir zu den Vorbereitungen. Grundlegend braucht ihr einmal Zugang zu eurem Fahrrad, einen Stift, die Messschablone für Steckachsen, die findet ihr bei uns auf der Internetseite. Bitte denkt daran, dass die in Originalgröße ausgedruckt werden muss. Und optional, je nachdem, was für eine Steckachse ihr verbaut habt, braucht ihr noch einen Imbusschlüssel. Kommen wir jetzt zum Ausbau der Steckachse. Bevor wir damit beginnen, solltet ihr darauf achten, dass ihr die Steckachse mit vom Hersteller empfohlenen Montageöl nochmal behandelt, da es gegebenenfalls sonst zu Schäden an der Steckachse kommen kann. Habt ihr das gemacht, könnt ihr hier, wenn ihr eine Steckachse mit Hebel habt, könnt ihr ganz einfach den Hebel öffnen. Manche Steckachsen haben diesen Hebel nicht. Da könnt ihr dann einfach einen Imbus ansetzen und dann jetzt hier wie den Hebel die Steckachse ganz einfach aufdrehen. So. Jetzt ist die Steckachse locker. Ihr könnt die einfach rausziehen. Haben wir die Steckachse jetzt einmal aus dem Hinterrad ausgebaut, können wir zum nächsten Schritt fortfahren. Und zwar das Ermitteln der Maße. Hierfür nehmen wir jetzt die Schablone zum Messen von Steckachsen, die wir zuvor ausgedruckt haben, unsere ausgebaute Steckachse und beginnen jetzt mit Punkt 1, dem Abmessen der Gewindesteigung. Hierfür sind 3 Abbildungen mit verschiedenen Gewindesteigungen einmal zu sehen. Wir legen jetzt einmal die Steckachse an jede Abbildung an und gucken, bei welcher die Zähne der Steckachse mit den Zähnen der Abbildung übereinander passen. Auf dem Video ist das leider nicht so gut zu erkennen, deswegen blenden wir euch das hier auch noch einmal ein. Ist dies erledigt, können wir uns den richtigen Wert für die Gewindesteigung einmal aufschreiben. In unserem Fall waren das die 1,5 mm Gewindesteigung. Heißt, ich notiere mir hier unter Punkt 1 1,5 mm und kann zu Schritt 2 fortfahren. Im Schritt 2 müssen wir die Achslänge jetzt der Steckachse einmal abmessen. Hierfür haben wir hier ein Maßband und wir müssen die Steckachse jetzt an dieses Maßband anlegen. Dabei ist zu beachten, es gibt einmal Steckachsen, die haben einen konischen Beginn, hier diesen Trichter am Anfang, und einmal Steckachsen, die diesen nicht haben. In unserem Fall haben wir hier einen geraden Abschluss, heißt, wir müssen unsere Steckachse hier an die schwarze Linie anlegen. Wenn ich das mache, muss ich einmal gucken, dass die auf derselben Höhe sind, der Strich und die Steckachse, und kann jetzt hier hinten einmal die Länge abmessen. Das sind 172 mm und jetzt notiere ich mir diesen Wert. Nachdem wir jetzt die wichtigen Maße von unserer Steckachse einmal ausgemessen haben, geht es jetzt im letzten Schritt noch einmal um die Auswahl des Kopfes. Da haben wir einmal den N-Kopf und einmal den XL-Kopf. Die unterscheiden sich darin, dass der XL-Kopf nochmal eine höhere Basis hat und der ist optimal für Fahrräder, wo man hinten am Hinterrad noch Anbauten hat, wie zum Beispiel einen Gepäckträger oder einen Fahrradständer. Ich zeige euch das jetzt einmal an unserem Fahrrad. So, bei unserem Fahrrad ist es jetzt so, dass wir sowohl Gepäckträger als auch Fahrradständer montiert haben. Heißt, bei unserem Fahrrad wäre die XL-Variante die optimale. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das aussieht, sowohl mit der N- als auch der XL-Variante. So sieht das Ganze mit dem N-Kopf aus. Wir sehen, es ist gerade noch so Platz. Also wenn ich jetzt hier einmal die Deichsel befestige, kann ich die hier noch frei bewegen. Wir würden aber empfehlen, generell, wenn ihr einen Gepäckträger habt oder einen Fahrradständer, tendenziell eher die XL-Version zu haben. Das zeige ich euch nämlich jetzt, da hat man nämlich ein bisschen mehr Platz. Das hier ist der XL-Kopf am Fahrrad. Und wenn wir hier jetzt mal die Deichsel dran befestigen, sehen wir, dass wir deutlich mehr Spiel haben und das Ganze nicht so knapp ist. Und daher wäre das auch für dieses Fahrrad die präferierte Option. So, jetzt haben wir unseren letzten Wert, heißt wir tragen hier XL ein, weil wir den XL-Kopf für unser Fahrrad benötigen. Und können jetzt mit diesen Werten auf die Internetseite gehen und die in den Kupplungsfinder eintragen. So, auf unserer Homepage beim Kupplungsfinder für Steckachsen angekommen, können wir jetzt hier einmal die Werte eingeben. Da geben wir bei der Gewindesteigung die 1,5 mm ein. Bei der zweiten Messung der Achslänge können wir jetzt einmal den Bereich auswählen, in dem unsere 172 mm liegen. Und zu guter Letzt dann noch einmal den Kopf, für den wir uns entschieden haben. Das war bei uns der XL-Kopf. Wenn wir jetzt auf kompatible Anhängerkupplung anzeigen gehen, werden uns 2 verschiedene Möglichkeiten angezeigt. Einmal unsere Steckachse mit integrierter Click-and-Cruise-Kupplung und einmal unsere Steckachse mit Steckachsadapter vorne dran.
Die Steckachse mit integrierter Click-and-Cruise-Kupplung habe ich euch ja bereits gezeigt. Da ist so, dass man die Deichsel einfach direkt ans Fahrrad anbringen kann, hier auf dem Kopf, und die quasi direkt einsatzbereit ist. Bei dem Steckachsadapter ist es so, da haben wir hier vorne eine kleine Schraube. Die müssen wir einmal abschrauben. Das dauert ein bisschen. So. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Universalkupplung, die bei jedem Anhänger mitgeliefert wird, hier einmal vorne anzubringen, so dass sie fest ist. Hier die Mutter nicht verlieren, die noch mit bei dem Adapter mit dabei ist. Und dann das Ganze festschraubt. Und ziehen das Ganze abschließend noch einmal mit einer Ratsche fest. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, ganz einfach die Deichsel hier am Fahrrad zu befestigen. So, natürlich hier nochmal mit dem Sicherungsband absichern. Und dann wäre der Cruiser quasi auch wieder einsatzbereit. Haben wir uns jetzt für unseren Kopf entschieden, müssen wir diesen nur noch auswählen und können ihn dann in den Warenkorb legen. Das war's zum Thema Kupplungsfinder Steckachsen. Wenn ihr ein Video sehen wollt, wie ihr eure Steckachse richtig einbaut, klickt bitte hier. Wenn ihr mehr Videos generell von uns sehen wollt, abonniert den Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben, kommentiert gerne und wir sehen uns dann im nächsten Video.